Das ist mein Fisch, auf den ich noch gewartet habe. Richtig guter Fisch. Yes! Voll weg. Einfach nur geil, 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 geil. Moin Moin alle Angler draußen und natürlich auch Anglerinnen und willkommen zur nächsten Folge von Mein Weg zum Fisch. Heute geht es auf Zander und zwar sehr flach. Die Glasaugen ziehen langsam aus dem tieferen Wasser ins flache Wasser, was auf diesem Gewässer bedeutet 1 bis 3 Meter, und da wollen wir mal schauen, ob wir den einen oder anderen fangen können heute. So, der erste des Tages, kein Riese, aber immerhin Fisch. Den nehmen wir mal mit der Hand, der ist nicht so groß. Ein kleiner Zetti, der sich den 13er Titel hat schmecken lassen. So, kleiner Bursche mit großem Appetit. Das tat gut, wenn man sich dann fragt, okay, sind wir hier richtig, sind wir nicht richtig, dann ist ganz gut, endlich einen Kontakt zu haben. Nach dem Schwanzbeißer, jetzt der Kleine. Der Anfang ist gemacht, so kann es weitergehen. Hier hängt der nächste. Der ist auf alle Fälle größer als der erste, braucht ein bisschen mehr, noch keine Riese, aber auf alle Fälle mal ein Fisch. Naja gut, doch noch größer. Ach Gott, wo hat denn der arme Kerl den Haken? Wie ein kleiner Zeddy. Stinger auf alle Fälle. Ansonsten hätte ich den Burschen nicht gehabt. Naja, es geht jetzt was. Schnell zurück, der ist zu klein. Oh, innerhalb von 3 Würfen jetzt 2 Fische. Vielleicht haben wir die richtige Ecke gefunden. Ne? So, da habe ich dann auch den ersten. Auch einen kleinen, aber der erste Fisch ist dann auch gelandet. Kleiner Zetti. Auf dem großen Haken, nicht auf dem Angstdrilling. Der darf auch wieder schnell schwimmen. Wie man hier vielleicht auf der Seekarte so ein bisschen erkennen kann, war hier so ein kleines Plateau mit roten Punkten drauf. Diese roten Punkte mit Kreuz, das sind halt Steine. Und allgemein vor dem ganzen Bereich sind halt überall Steine. Und wie man so ein bisschen sehen kann, habe ich da, wo wir jetzt einen Zander gefangen haben, überall einen Punkt gesetzt, um halt vielleicht sowas wie so ein, ja, ein Muster zu erkennen. Und hier sieht man, da waren mehrere beieinander und da gab es halt mehrere Fische. Aber leider bisher nur ziemlich kleine Fische. Und das ist nicht, was wir wollen. Klar ist ja toll, einen Fisch zu fangen, aber wir wollen auf alle Fälle ein bisschen größere. Und werden jetzt halt nochmal woanders gucken, um die
ja, die Chance, was Größere zu fangen, ein bisschen zu erhöhen, weil auf dem Gewässer ist eigentlich meine Erfahrung, da wo diese kleinen Fische sind, da sind nicht unbedingt die großen. Und deswegen gucken wir jetzt mal woanders hin. Los geht's! Hier auf der Karte sieht man, hier ist so ein kleines Plateau oder ein Berg und hier sind halt Steine. Das sieht recht vielversprechend aus. Weil drumherum ist ein bisschen tiefer. Hier das Gewässer ist eh nicht so strukturreich. Und von daher werden wir das mal antesten. Sieht ganz gut aus. Besser anfühlt. War noch kein Riese, aber auf alle Fälle mal eine andere Größe. Die davor. Oh! Gibt's doch nicht, die Brassen verfolgen. Aber wo Brassen sind, sind auch große Zander. Also sind wir nicht so ganz verkehrt. Wenn das nicht ist, was ich wollte, aber... Wow. Guck's einen den Schleim an. Pfui. Egal. Kontakt. Und jetzt hoffen wir, dass der nächste ein dicker Zander ist. Gehört dazu. So, da wir ja hier mitten in den Stein angeln, bleibt es natürlich nicht aus, dass die Köder auch ein bisschen was abbekommen. Und zwar, dass die Hakenspitze stumpf wird. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, einen Fisch nach ein paar Sekunden zu verlieren. Und manchmal liegt es halt einfach daran, dass die Hakenspitze stumpf war und gerade Zander haben halt ein extrem hartes Maul. Und da muss der Haken erstmal durchkommen. Und es bleibt nun mal nicht aus, dass die hier stumpf werden mit der Zeit. Es gibt aber ein einfaches Mittel und zwar eine Feile. In dem Fall halt eine Diamantfeile, weil die ist nun mal stärker als Stahl. Und speziell unsere hat halt hier so eine schöne Rille. Und da kann man dann einfach mit dem Haken 2, 3 Mal rüberziehen. Einmal antesten. Genau, der wird schon klebrig. Einmal kriegt er noch. Und dann sieht er schon wieder viel besser aus. Man kann das hoffentlich ein bisschen erkennen. Das ist natürlich dann abgeschliffen etwas. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so schön wie vorher, aber ist mir erstmal egal. Hauptsache der Haken ist schön scharf. Das ist das A und O. Und dann kann es weitergehen. Der ist mal ordentlich. Nee. Jetzt kommt er her. Jawohl! Da ist er doch. Yes! Auf den haben wir gewartet. Oh, herrlich. Herrlich. Endlich ein guter. So. Endlich ein guter nach den ganzen kleinen. Der war echt harte Arbeit. Jetzt haben wir ungefähr, ich glaube, 6, 7 Stunden ohne einen richtig guten Fisch geangelt. Und dann wollen wir natürlich auch mal wissen, wie groß der Bursche ist. Ne? Hatte natürlich nass machen. Bei dem Wind allerdings so ganz einfach. Aber das geht schon. Das war doch kein Riese, aber ich denke, ein schöner 60er Fisch auf alle Fälle. Der tat gut, richtig gut. Aber mal gucken, wie lang der Bursche ist hier. Das ist 64, 65, 65. Da kann man doch mitleben. Jawohl, schöner Fisch. Jetzt will ich euch mal noch zeigen, welchen Köder der gebissen hat.
Und zwar, ups, ist durchgeplumpst. Obwohl wir ein sehr, sehr trübes Wasser haben hier und kaum 20 cm Sicht im Wasser, wollte er Motor-Oil haben. Also Motor-Oil hat mir auch oft bei, ja, selbst in trüben Gewässern immer wieder schöne Fische gebracht. Und das ist jetzt hier der 13 cm Fertite, schön mit Goldglitter drin. Und Motor-Oil funktioniert halt auch, ja, in trüben Gewässern ziemlich gut. Weil einfach dieses, ja, fluoreszierende irgendwie eine magische Anziehungskraft hat. Oder halt einfach, weil es braun ist wie die Wasserfarbe. Eins von beiden, auf alle Fälle, es hat funktioniert und das hat verzählt. So, hoffen wir, da kommt noch einer. Wir haben hier ziemlich viel Wind und wollen aber den Bereich effizient absuchen. Deswegen benutzen wir einen Driftsack und Jonas hat halt heute die freudige Aufgabe, sich immer um den Driftsack zu kümmern, ne? Jawohl. So, der Driftsack sorgt halt einfach dafür, dass wir vom Wind nicht so schnell weggetrieben werden, sondern wie ein Fallschirm, nur halt unter Wasser, sorgt der dafür, dass wir Stück für Stück halt diesen heißen Bereich hier schön abfächern können. Und das werden wir jetzt weitermachen. Der Driftsack ist wie ein Zylinder aufgebaut oder Pyramide, wie man es nimmt, in rund. Unten ein großes Loch, oben ein kleines Loch. Oben haben wir einen Schwimmkörper, der oben bleibt, und unten ein Blei. Das Blei packen wir ins Wasser, damit sich der Fallschirm öffnet, und den Rest hinterher. Wir angeln ja hier ziemlich flach, also 1 bis 3 Meter Tiefe ungefähr. Und damit wir überhaupt eine ordentliche Absinkphase haben, benutzen wir auch sehr leichte Jigköpfe, also 5 bis 10 Gramm, also sehr leicht. Und damit man trotzdem überhaupt spürt, was da unten los ist, brauchen wir auch eine ziemlich sensible Rute. Und da habe ich 2 Routen im Einsatz. Das hier ist die Okuma Helios SX. Die ist extrem sensibel, hat eine schöne feine Spitzenaktion, ist straff, aber kein brettharter, lebloser, gefühlsloser Knüppel. Hat einen super leichten Blank, also man kann den ganzen Tag extrem entspannt angeln, ohne auch nur irgendwie ansatzweise Ermüdungserscheinungen zu haben. Und was halt für mich sehr wichtig ist, sind halt die Aussparungen hier im Rollenhalter. Dadurch habe ich immer einen Finger am Blank und muss gar nicht zur Rutenspitze oder zur Schnur gucken, sondern ich spüre halt einfach, was mit dem Köder ist, und wenn irgendwas da nicht stimmt, kann ich direkt den Anhieb setzen. So, ich will euch noch meine zweite Rute vorstellen, die ich im Einsatz habe. Das ist die Savage Gear Fast Chat. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Also dann, wenn ich echt große Fische erwarte oder halt mit großen Ködern fische, dann habe ich die auf alle Fälle im Einsatz, weil die halt richtig Dampf hat. Und das Schöne ist, dass sie halt trotzdem sehr gefühlvoll ist. Also die hat super viele Ringe auf dem Blank und leitet jede Kleinigkeit bis ins Handteil weiter. Also selbst mit einem 5 Gramm Kopf und einem 12 cm Chat spüre ich noch, was da unten los ist, und das kann man eigentlich von einer Rute mit 90 Gramm Wurfgewicht nicht immer erwarten. Also da kenne ich andere Routen, die das nicht ganz so wiedergeben. Und auch hier, ähnlich wie bei der Okuma Helios SX, habe ich auch meine Aussparung am Rollenhalter, und ich liebe das halt einfach, weil ich dadurch mich voll und ganz einfach auf alles drumherum konzentrieren und mitnehmen kann, ohne dass ich irgendwie die ganze Zeit denken muss, oh, hoffentlich kriege ich den Biss mit, weil ich den Biss automatisch mitkriege, weil ich immer Hautkontakt zum Blank habe, und für mich absolut wertvoll und beim Zanderangeln muss. Also ich würde mir nie wieder irgendeine Route kaufen, wo ich nicht die Haut am Blank habe. So,
gespannt. Und dieses Mal kein schlechter zum Glück. Hoffe ich. Also er sieht zumindest besser aus und den Kescher haben wir. Jawohl. So. Bam! Geil! Hat wieder direkt an der Kante gebissen. Stellt sich auf jeden Fall besser an. Und es ist ein schöner Zander. Da haben wir ihn. Oh. Geil! Und wieder total knapp gehakt. Vorne mit einem Stinger, ganz knapp gehakt. Einfach nochmal ein geiler Zander zum Abschluss. Wieder an der gleichen Kante, genau an der gleichen Stelle. Der fühlt sich auch wieder gut an. Er lässt sich auf jeden Fall bitten. Ja, der macht auch ordentlich Druck. Scheint richtig gut zu sein. Er kommt hoch auf jeden Fall. Da kommt der Gute her. Und da haben wir. Yes, man. Geil! Einfach nur geil. Geil, geil, geil. Richtig. Geiler Abschlussfisch. Einfach nur Hammer. Einfach der Wahnsinn heute. Einfach nur heftig. Ich bin einfach nur glücklich. Das ist mein Fisch, auf den ich noch gewartet habe. Richtig guter Fisch. Geiler Biss, volle Distanz. Also den Arm drehen, die zettelt hier nochmal richtig auf. Oh ja, oh ja, oh ja, oh yes! Yes, 70er! Bam! Der hält das Netz voll fest. Der will nicht raus. Ich krieg kaum das Maul auf bei dem Jungen hier. Jawohl! Yes, Mensch! Komplett weg den Titel. Oh, da guckt wirklich gar nichts mehr raus. Boah, geiler Fisch. Richtig schöner Buckel schon oben. So Leute, das war's mit dem schönen Angeltag. Gegen Ende ging es nochmal richtig ab und da kamen endlich die Fische, auf die man eigentlich den ganzen Tag schon geangelt hat. Aber so Zanderangeln, die haben nur ihre Beißzeiten und wenn man durchhält, wird man am Ende belohnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und gerne mit Glocke oder einen Daumen nach oben oder einfach unterschreibt, was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Bis dahin, euer Christian.